Lektion 1. Viele Grüße. Hey Anna, wie sagst du am liebsten Hallo? Hallo John, ich liebe es, Howdy. Zu sagen, es fühlt sich warm und freundlich an. Das ist eine gute Wahl. Ich bevorzuge Was ist los? Es fühlt sich lässig an und macht Spaß. Unbedingt. Lässige Grüße können die Stimmung aufhellen. Denken Sie, dass Grüße wichtig sind? Definitiv. Eine gute Begrüßung gibt den Ton für das Gespräch an. Richtig. Es zeigt, dass du ansprechbar bist. Wie sieht es im formellen Umfeld aus? In formellen Situationen funktioniert Guten Tag gut. Es ist respektvoll. Genau. Du kannst auch liebe Grüße sagen, um professionell zu klingen. Das gefällt mir. Und den Namen von jemandem zu verwenden macht es noch besser, oder? Ja, hallo, Anna fühlt sich persönlicher und ansprechender an. Apropos persönlich, wie begrüßt man jemanden, den man bewundert? Ich könnte sagen, es ist mir eine Freude, dich zu sehen. Das zeugt von Respekt und Bewunderung. Guter Punkt. Es geht darum, der anderen Person das Gefühl zu geben, geschätzt zu werden. Absolut. Was hältst du davon, lange nicht gesehen zu sagen? Das ist perfekt für Freunde, die du eine Weile nicht mehr gesehen hast. Es verleiht einen Hauch von Nostalgie. Genau. Es weckt Erinnerungen und schafft eine Bindung. So viele Möglichkeiten, jemanden zu begrüßen. Es ist faszinierend, wie Sprache funktioniert. Das ist es wirklich. Jede Begrüßung kann die gesamte Stimmung des Gesprächs verändern. Und deshalb sollten wir weiterhin nach neuen Wegen suchen, um Kontakte zu knüpfen. Lektion 2. Basketballgeplänkel. Guten Morgen Anna, wer ist deine Lieblingsbasketballspielerin? Hallo John, ich würde LeBron James sagen. Er ist bemerkenswert. Ich stimme zu. Seine Fähigkeiten und seine Führungsqualitäten auf dem Platz sind beeindruckend. Unbedingt. Außerdem ist seine außergerichtliche Philanthropie inspirierend. Ja, er ist mehr als nur ein Spieler, er ist ein Vorbild. Denken Sie, dass Sportler eine Verantwortung gegenüber ihren Fans haben? Definitiv. Sie beeinflussen so viele junge Menschen. Richtig. Ihr Handeln kann zu positiven Veränderungen führen. Wer ist dein Lieblingsteam? Ich bin ein Fan der Lakers. Ihre Geschichte ist unglaublich. Solide Wahl. Ich neige zu den Bulls wegen ihrer legendären Vergangenheit. Große Rivalität. Was hältst du von der aktuellen Staffel? Es ist aufregend. Die Konkurrenz ist dieses Jahr hart. Ja, und die neuen Spieler machen einen großen Eindruck. Es ist erfrischend, neue Talente zu sehen. Es hält das Spiel dynamisch und interessant. Genau. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich die Playoffs entwickeln. Lektion 3. Baby Talk. Hey Anna, glaubst du, eine Mutter sieht ihr Kind immer als Baby? Hallo John, absolut.
Egal wie alt sie sind immer ihr Baby. Es ist faszinierend, wie diese Bindung ein Leben lang erhalten bleibt. Richtig. Selbst wenn sie erwachsen sind, ist diese Verbindung stark. Denken Sie, dass dies Ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt? Es kann. Manche Eltern haben Schwierigkeiten, loszulassen, selbst wenn Kinder erwachsen werden. Das ist wahr. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Unterstützung und Unabhängigkeit. Genau. Die Förderung der Unabhängigkeit ist entscheidend für ihr Wachstum. Was ist, wenn Sie eigene Kinder haben? Es ist ein wunderschöner Zyklus. Plötzlich werden sie selbst Eltern. Und dann erleben Sie denselben Beschützerinstinkt. Ja, es ist eine Erinnerung daran, wie Liebe Generationen überwindet. Es ist wirklich herzerwärmend zu sehen, wie Familien wachsen und sich entwickeln. Unbedingt. Jede Phase bringt ihre eigenen Freuden und Herausforderungen mit sich. Und genau das macht Familie so besonders. Lektion 4. Aufgaben am Morgen. Hallo Anna, glaubst du, wir haben genug Zeit für unsere morgendlichen Aufgaben? Hallo John, ich glaube schon. Wir müssen nur konzentriert bleiben. Einverstanden. Die Priorisierung hilft uns, Dinge effizient zu erledigen. Genau. Was steht heute ganz oben auf deiner Liste? Ich muss den Bericht vor unserem Treffen fertigstellen. Gute Entscheidung. Ich muss die Präsentationsfolien vorbereiten. Klingt nach einem Plan. Wir können zusammenarbeiten und Ideen austauschen. Das wäre toll. Teamwork macht alles reibungsloser. Außerdem können wir uns auf dem Weg gegenseitig motivieren. Ja, ein bisschen Ermutigung reicht schon aus. Und es macht die Aufgaben angenehmer, findest du nicht? Definitiv. Eine positive Atmosphäre steigert die Produktivität. Lasst uns unsere Aufgaben angehen und unsere Fortschritte später feiern. Lektion 5. Modeschnitte. Hey Anna, hast du in letzter Zeit bestimmte Schnitte für deine Outfits ausprobiert? Hallo John, ja. Ich habe kürzlich mit einer klassischen Passform experimentiert. Gute Wahl. Klassische Passformen sind immer in Mode. Ganz gewiss. Sie sind vielseitig und schmeicheln vielen Körpertypen. Was ist mit trendigeren Optionen? Ich habe auch einen Cropped Coat ausprobiert und ich liebe ihn. Cropped Styles können schick und lustig sein. Genau. Sie verleihen jedem Look einen modernen Touch. Wie entscheiden Sie, welchen Schnitt Sie wählen? Das kommt auf den Anlass und meine Stimmung an. Das macht Sinn. Komfort ist der Schlüssel, oder? Unbedingt. Wenn ich mich gut fühle, sehe ich gut aus. So wahr. Bei Mode sollte es darum gehen, uns auszudrücken. Ja, es geht darum herauszufinden,
was für sie funktioniert. Lass uns gemeinsam weiter neue Styles entdecken. Lektion 6. Die Macht der Erfindung. Hallo Anna, wusstest du, dass einige der größten Entdeckungen von Alexander Graham Bell gemacht wurden? Hallo John, ja. Er war ein Pionier bei der Nutzung elektrischer Energie für die Kommunikation. Genau. Seine Erfindung des Telefons hat die Art und Weise, wie wir uns verbinden, verändert. Und es öffnete die Türen für zukünftige technologische Innovationen. Richtig. Stellen Sie sich ein Leben ohne sofortige Kommunikation vor. Es ist schwer zu ergründen. Unbedingt. Er hat wirklich den Grundstein für die moderne Telekommunikation gelegt. Denken Sie, dass seine anderen Erfindungen genug Anerkennung finden? Nicht immer. Neben dem Telefon hatte er noch viele Erfindungen. Wie das Fotophon, das Schall auf einem Lichtstrahl übertrug. Ja, das war seiner Zeit voraus. Es ist faszinierend, wie visionär er war. Da wundert man sich, welche anderen Ideen er hatte, die nie verwirklicht wurden. Ganz gewiss. Seine Neugier und Kreativität waren bemerkenswert. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie sich die Ideen einer Person auf die Welt auswirken können. Definitiv. Es ermutigt uns, in unserem eigenen Leben um die Ecke zu denken. Und die Technologie zu schätzen, die wir oft für selbstverständlich halten. Lektion 7. Rabatte und Angebote. Hallo Anna, denkst du, wir können einen kleinen Rabatt in Betracht ziehen, wenn wir die Menge erhöhen? Hallo John, das ist eine kluge Strategie. Großeinkäufe führen oft zu Einsparungen. Richtig. Es kommt sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer zugute. Unbedingt. Es ermutigt Kunden, mehr zu kaufen. Und hilft uns, eine gute Beziehung zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten. Ja, es zeigt, dass wir uns für eine langfristige Partnerschaft einsetzen. Welche Rabatte sind Ihrer Meinung nach am effektivsten? Prozentuale Rabatte funktionieren gut, aber auch gestaffelte Preise können attraktiv sein. Ich stimme zu. Es erzeugt ein Gefühl der Dringlichkeit für größere Einkäufe. Genau. Die Leute lieben das Gefühl, einen Deal zu bekommen. Denken Sie, dass Treueprogramme auch hilfreich sind? Definitiv. Sie fördern Folgegeschäfte und Kundenbindung. Es geht darum, Wert für den Kunden zu schaffen, oder? Lektion 8. Kundenbetreuung. Hallo Anna, wenn du weitere Hilfe benötigst, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Hallo John, das ist ein großartiger Ansatz. Es gibt den Kunden das Gefühl, geschätzt zu werden. Genau. Es zeigt, dass wir hier sind, um Ihnen bei jedem Schritt zu helfen. Richtig. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zum Kundenservice. Denken Sie, dass Folgetelefonate auch wichtig sind? Unbedingt. Sie zeigen unser Engagement für Ihre Zufriedenheit. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, Feedback einzuholen. Ja,
Feedback ist entscheidend für die Verbesserung unserer Dienstleistungen. Wie wäre es, personalisierte Lösungen anzubieten? Das kann das Kundenerlebnis wirklich verbessern. Ganz gewiss. Dadurch fühlen Sie sich besonders und verstanden. Und es kann zu langfristiger Loyalität führen. Genau. Aus glücklichen Kunden werden oft Stammkunden. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen, nicht wahr? Definitiv. Starke Beziehungen führen zu Vertrauen und Zuverlässigkeit. Lektion 9. Leihkarten. Hallo Anna, haben Sie dir ein Leihfahrzeug gegeben, während deines repariert wurde? Hallo John, ja. Es war ein Lebensretter bei den Reparaturen. Das ist großartig. Das muss dein tägliches Pendeln einfacher gemacht haben. Unbedingt. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Auto zu sein. Finden Sie, dass Leihwagen normalerweise ihren eigenen ähneln? Die meiste Zeit, ja. Aber manchmal können sie ganz anders sein. Das ist wahr. Es kann eine interessante Erfahrung sein, etwas Neues zu fahren. Genau. Es ist ein Mini-Abenteuer, auch wenn es nur vorübergehend ist. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, ein anderes Modell dauerhaft auszuprobieren? Habe ich. Es macht Spaß, über neue Funktionen und Upgrades nachzudenken. Es kann eine gute Möglichkeit sein, Ihr Fahrerlebnis aufzufrischen. Ja. Außerdem weiß man nie, was man am Ende lieben könnte. Genau. Das Erkunden von Optionen kann zu aufregenden Entdeckungen führen. Lektion 10. Gruppenreisen. Hey Anna, sollen wir uns einer Gruppe für unsere bevorstehende Reise anschließen? Hallo John, das klingt nach einer guten Idee. Reisen in einer Gruppe macht mehr Spaß. Unbedingt. Außerdem kann es kostengünstiger sein. Richtig. Die Aufteilung der Ausgaben macht Reisen erschwinglicher. Und es ist sicherer, mit anderen zu reisen, findest du nicht? Ja, in Zahlen liegt Trost, besonders an unbekannten Orten. Welche Aktivitäten würden Ihrer Meinung nach in einer Gruppe Spaß machen? Gruppenreisen können ein Knaller sein. Sie beinhalten oft einzigartige Erlebnisse. Stimmt. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Genau. Es ist ein Bonus, beim Erkunden Freundschaften zu schließen. Haben Sie Ziele für Gruppenreisen im Sinn? Ich denke, ein Strandziel wäre perfekt für Entspannung und Spaß. Das klingt ideal. Wer würde nicht Sonne und Sand mit Freunden genießen? Lektion 11. Campingabenteuer. Hallo Anna, wie sieht es mit den Unterkünften für unsere Reise aus? Hallo John, du kannst wählen, ob du campen oder in einer Hütte übernachten möchtest. Camping klingt aufregend. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Unbedingt. Es hat etwas Magisches,
unter dem Sternenhimmel zu schlafen. Stimmt. Und Marshmallows am Lagerfeuer zu rösten ist ein Klassiker. Ja, es weckt Kindheitserinnerungen an Campingausflüge. Was ist mit der Kabinenoption? Kabinen bieten mehr Komfort, besonders wenn das Wetter schlecht wird. Das ist ein gutes Argument. Ein warmer Ort kann einen großen Unterschied machen. Außerdem verfügen die Kabinen in der Regel über Küchen, die für Mahlzeiten praktisch sind. Genau. Gemeinsames Kochen kann eine lustige Gruppenaktivität sein. Es verbessert wirklich das Gesamterlebnis, nicht wahr? Ja, ob beim Camping oder in einer Hütte, es geht darum, die gemeinsame Zeit zu genießen. Lektion 12. Essensetikette. Hey Anna, okay, ich werde dafür sorgen, dass ich mich für unser Abendessen entsprechend kleide. Hallo John, irgendwelche anderen Tipps zum Essen dort? Es ist immer gut, das Menü im Voraus zu überprüfen. Ja, es hilft Ihnen bei der Entscheidung, was Sie vielleicht bestellen möchten. Außerdem kann es Ihnen helfen, Überraschungen mit den Preisen zu vermeiden. Genau. Es ist auch wichtig, das Ambiente zu kennen. Richtig. Ein formeller Rahmen erfordert möglicherweise ein ausgefeilteres Outfit. Und es ist gut, sich aller kulturellen Essgewohnheiten bewusst zu sein. Stimmt. Der Respekt vor den lokalen Traditionen kann das Erlebnis verbessern. Warst du schon einmal in einem Restaurant mit einem einzigartigen Essstil? Ja, ich habe einen Ort ausprobiert, an dem du im Dunkeln isst. Beeindruckend. Das klingt faszinierend. Wie war die Erfahrung? Es hat meine anderen Sinne geschärft und das Essen angenehmer gemacht. Lektion 13. Rollenspiel. Hey Anna, das ist eine gute Idee. Ich kann meinen Freund bitten, so zu tun, als wäre er ein Kunde. Hallo John, das klingt nach einer unterhaltsamen Art zu üben. Welches Szenario haben Sie im Sinn? Vielleicht eine Situation, in der der Kunde eine Beschwerde über ein Produkt hat. Perfekt. Es wird uns helfen, unsere Fähigkeiten zur Problemlösung zu entwickeln. Genau. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, unsere Kommunikationstechniken zu üben. Und wir können lernen, mit verschiedenen Kundentypen umzugehen, oder? Ja, einige könnten schwieriger sein als andere. Das ist wahr. Es geht darum, ruhig und professionell zu bleiben. Denken Sie, wir sollten einen Rollentausch einplanen? Unbedingt. Es würde uns einen Einblick in die Kundenperspektive geben. Tolle Idee. Ihre Gefühle zu verstehen, kann unseren Service verbessern. Ja, es fördert Empathie, was bei Kundeninteraktionen von entscheidender Bedeutung ist. Ich bin gespannt, wie unser Training abläuft. Lektion 14. Einkaufsabenteuer. Hallo Anna, klar, wir treffen uns dort. Wir sollten uns verschiedene Geschäfte ansehen. Hallo John, das klingt nach einem Plan.
Haben Sie bestimmte Geschäfte im Sinn? Ich habe gehört, dass gerade eine neue Boutique eröffnet wurde. Oh, das habe ich gesehen. Sie haben einzigartige Kleidungsstücke. Genau. Ich liebe es, Unikate zu finden. Ich auch. Es verleiht Ihrer Garderobe Charakter. Sollen wir auch den Elektronikladen besuchen? Gute Idee. Sie haben oft tolle Angebote für Gadgets. Ja. Ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern. Ich brauche ein tragbares Ladegerät. Mein Telefon geht immer zur Neige. Perfekt. Wir können nach beiden suchen, solange wir dort sind. Und danach vielleicht einen Kaffee trinken? Unbedingt. Mit einem Koffeinschub macht Einkaufen immer mehr Spaß. Lektion 15. Herausforderungen in der Cafeteria. Hey Anna, wenn ich in der Cafeteria einen Teller mit Essen schleppe, lasse ich ihn fast immer entweder fallen oder verschütte etwas. Hallo John, das klingt nach einem gemeinsamen Kampf. Was glaubst du verursacht es? Ich glaube, es ist der überfüllte Raum und die rutschigen Tabletts. Ja, es kann schwierig sein, durch ein Meer von Menschen zu navigieren. Haben Sie jemals versucht, eine Schüssel anstelle eines Tellers zu verwenden? Das ist eine kluge Idee. Schüsseln lassen sich oft leichter ausbalancieren. Genau. Außerdem haben sie normalerweise eine tiefere Basis. Stimmt. Und sie verhindern, dass beim Gehen etwas verschüttet wird. Das sollte ich beim nächsten Mal auf jeden Fall versuchen. Du musst mir sagen, wie es läuft. Das werde ich. Vielleicht können wir zusammen experimentieren. Lektion 16. Lokale Märkte. Hallo Anna, zu guter Letzt, verpassen Sie nicht den lokalen Markt, auf dem Sie einkaufen und lokale Lebensmittel probieren können. Hallo John, davon würde ich nicht träumen. Die lokalen Aromen sind immer ein Highlight. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen. Ja, außerdem finden Sie hier einzigartige handgefertigte Artikel. Und die Atmosphäre ist so lebendig und lebendig. Definitiv. Ich liebe es auch, mit den Anbietern zu chatten. Richtig. Sie haben oft tolle Geschichten über Ihre Produkte. Und Streetfood zu probieren kann so ein Abenteuer sein. Ja. Sie wissen nie, welche köstliche Überraschung Sie finden könnten. Ich freue mich darauf, neue Favoriten zu erkunden und zu entdecken. Ich auch. Es geht nur um das Erlebnis und die Aromen. Lektion 17. Vision und Klarheit. Hey Anna, meine Brille, ich habe sie am Montag in der Schule getragen und konnte die Tafel deutlich sehen. Hallo John, das ist fantastisch. Es muss einen großen Unterschied gemacht haben. Unbedingt. Mir war nicht bewusst, wie viel mir ohne sie gefehlt hat. Das ist die Macht klarer Sicht. Es verbessert das Lernen. Ja,
Endlich konnte ich die Notizen lesen, ohne mich anzustrengen. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches deine Erfahrung verändern kann. Genau. Hattest du jemals Probleme beim Sehen im Unterricht? Manchmal. Ich verlasse mich hauptsächlich auf meine Kontaktlinsen, aber Brillen eignen sich hervorragend für Pausen. Sie sind auch so stylisch. Hast du ein Lieblingspaar? Das tue ich. Sie haben einen Vintage-Look, den ich liebe. Das klingt cool. Brillen können Persönlichkeit wirklich ausdrücken. Lektion 18. Ein Weg zur Freiheit. Hey Anna, ich habe eine inspirierende Geschichte über jemanden gelesen, der heimlich auf die Plantage zurückkehren und den Rest ihrer Familie in die Freiheit bringen konnte. Hallo John, das klingt faszinierend. Wer war sie? Ihr Name war Harit Tubman. Sie war unglaublich mutig und einfallsreich. Beeindruckend. Was hat sie motiviert, so viel für ihre Familie zu riskieren? Sie glaubte fest an Freiheit und wollte auch anderen bei der Flucht helfen. Das ist bewundernswert. Ihr Mut muss ansteckend gewesen sein. In der Tat. Sie gründete die Underground Railroad, um vielen anderen zu helfen. Wie hat sie es geschafft, so gefährliche Pfade zu beschreiten? Sie nutzte die Sterne als Orientierungshilfe und verließ sich auf vertrauenswürdige Verbündete. Das ist brillant. Es zeigt, wie wichtig Teamarbeit in herausfordernden Situationen sein kann. Unbedingt. Ihre Geschichte lehrt uns über Belastbarkeit und Entschlossenheit. Ich liebe es, wie die Geschichte voller so mächtiger Erzählungen ist. Ich auch. Sie erinnern uns an die Stärke des menschlichen Geistes. Lektion 19. Unterkünfte finden. Hallo Anna, ich werde bald anfangen, nach einer Unterkunft zu suchen. Irgendwelche Tipps zur Fortbewegung? Hallo John, auf jeden Fall. Überprüfen Sie zunächst die Online-Bewertungen für verschiedene Orte. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass es sicher und bequem ist. Berücksichtigen Sie auch den Standort. Ist es in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln? Das ist wichtig. Ich bevorzuge Orte mit einfachem Zugang zur U-Bahn. Genau. Das macht die Erkundung der Stadt viel einfacher. Sollte ich nach Orten suchen, die Annehmlichkeiten wie Frühstück bieten? Ja, mit einem kostenlosen Frühstück können Sie Zeit und Geld sparen. Großartig. Das werde ich bei der Suche berücksichtigen. Und vergessen Sie nicht, die Preise auf verschiedenen Buchungsseiten zu vergleichen. Guter Punkt. Ich will das bestmögliche Angebot. Lektion 20. Verbotene Liebe. Hey Anna, ja, hier geht es um verbotene Liebe im 19. Jahrhundert. Hallo John, das klingt faszinierend. Was ist die Hauptgeschichte? Es dreht sich um zwei Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, die sich verlieben. Ah, die klassische Geschichte von Liebe gegen gesellschaftliche Normen. Genau. Ihre Beziehung steht vor erheblichen Herausforderungen durch ihre Familien.
Das muss für eine Menge Spannung sorgen. Wie navigieren Sie darin? Sie treffen sich oft heimlich und riskieren alles für ihre Zuneigung. Das ist so romantisch und doch so gefährlich. Finden Sie einen Weg, zusammen zu sein? Ich werde das Ende nicht spoilern, aber sagen wir einfach, es ist eine Achterbahnfahrt. Ich liebe Geschichten, die dich auf Trab halten. Ich auch. Es unterstreicht die Kraft der Liebe, Hindernisse zu überwinden. Lektion 21. Aberglaube. Hallo Anna, hat es Pech, unter einer Leiter zu laufen? Hallo John, ja, das ist ein weit verbreiteter Aberglaube. Aber warum ist das so? Es ist wahrscheinlich wahr, weil du es versehentlich umwerfen könntest. Genau. Außerdem wurde eine dreieckige Form geschaffen, die die heilige Dreifaltigkeit symbolisiert. Oh, das wusste ich nicht. Es fügt dem Ganzen ein religiöses Element hinzu. Ja, Aberglaube hat oft historische oder kulturelle Wurzeln. Glaubst du an irgendeinen Aberglauben? Ich neige dazu, schwarze Katzen zu vermeiden, die meinen Weg kreuzen. Das ist interessant. Ich versuche einfach generell vorsichtig zu sein. Es ist eine unterhaltsame Art, verschiedene Überzeugungen zu erkunden, nicht wahr? Unbedingt. Sie spiegeln oft die Werte der Zeit wider. Lektion 22. Telefongewohnheiten. Hey Anna, ich stimme zu. Es ist zur Gewohnheit geworden, alle paar Minuten auf unsere Telefone zu schauen. Hallo John, das hat es wirklich. Glaubst du, es beeinflusst unsere Aufmerksamkeitsspanne? Definitiv. Es ist schwer, sich zu lange auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Ja, Multitasking führt oft zu einer geringeren Produktivität. Welche Strategien verwenden Sie, um Ihre Telefonzeit zu begrenzen? Ich versuche, bestimmte Zeiten für die Überprüfung von Benachrichtigungen festzulegen. Das ist klug. Das sollte ich auch umsetzen. Es hilft, Grenzen zu schaffen und Ablenkungen zu reduzieren. Außerdem können wir so in Gesprächen präsenter sein. Genau. Wenn Sie sich voll und ganz engagieren, werden Interaktionen bedeutungsvoller. Ich werde anfangen, das bewusster zu üben. Lektion 23. Balance und Wohlbefinden. Hey Anna, ich habe mich in letzter Zeit auf Training und Yoga konzentriert. Es hält die Dinge interessant und ausgewogen. Hi John, das klingt toll. Wie kombinierst du die beiden? Ich wechsle die ganze Woche über zwischen Krafttraining und Yogasitzungen. Das ist ein kluger Ansatz. Krafttraining baut Muskeln auf, während Yoga die Flexibilität verbessert. Genau. Außerdem hilft mir Yoga, mich nach intensiven Trainingseinheiten zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Das finde ich sehr erfrischend. Hast du eine Lieblings-Yoga-Pose? Ich liebe die Baumhaltung. Sie verbessert mein Gleichgewicht und meinen Fokus. Das ist ein Klassiker. Ich mag den nach unten gerichteten Hund dafür, dass er meinen Rücken streckt. Ja, es ist so belebend.
Hast du irgendwelche neuen Trainingstechniken ausprobiert? Ich habe vor kurzem angefangen, HIIT-Workouts zu integrieren. Sie sind intensiv, aber effektiv. Das ist genial. HIIT eignet sich hervorragend, um in kurzer Zeit Kalorien zu verbrennen. Ganz gewiss. Es hält meine Herzfrequenz hoch und mein Training aufregend. Vielleicht muss ich HIIT ausprobieren. Es klingt nach einer lustigen Herausforderung. Lektion 24. Den richtigen Ort finden. Hallo Anna, gute Punkte. Suchen Sie eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Land für Ihre Reisen? Hallo John, ich denke über Europa nach, insbesondere über Italien. Was ist mit dir? Japan fasziniert mich. Die Kultur und das Essen sind so faszinierend. Japan klingt unglaublich. Hast du eine bestimmte Stadt im Sinn? Tokio steht ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde Kyoto gerne wegen seiner Geschichte besuchen. Beides ist eine gute Wahl. Ich habe gehört, dass Kyoto mit seinen Tempeln atemberaubend ist. Ja, ich möchte sowohl die modernen als auch die traditionellen Aspekte erleben. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend für das Verständnis der Identität eines Landes. Genau. Es ist, als würde man Vergangenheit und Zukunft auf einer Reise sehen. Hast du vor, einige grundlegende Sätze auf Japanisch zu lernen? Ja, ich glaube, es ist respektvoll, zu versuchen, die Landessprache zu sprechen. Lektion 25. Die perfekte Passform finden. Hey Anna, ich bin auf der Suche nach dem Perfekten. Hast du einen bestimmten Stil im Sinn? Hallo John, ich tendiere zu etwas Lässigem und doch Schickem. Das ist eine tolle Kombination. Casual Styles können sehr vielseitig sein. Ja, ich möchte etwas, das ich sowohl für die Arbeit als auch für Ausflüge tragen kann. Hast du über ein schönes Paar maßgeschneiderte Jeans nachgedacht? Das ist eine gute Idee. Sie können leicht schick oder leiser angezogen werden. Genau. Kombiniere sie mit einem stylischen Top und du bist fertig. Was ist mit Zubehör? Sie können ein Outfit wirklich aufwerten. Unbedingt. Eine auffällige Halskette oder ein Schal können einen großen Unterschied machen. Ich liebe Schals. Sie verleihen sowohl Farbe als auch Persönlichkeit. Definitiv. Es macht Spaß, sie zu kombinieren, um einzigartige Looks zu kreieren.